Es steht der nächste Mähroboter-Test an. Heute mit dem Dreamy A2. Der verspricht wirklich sehr spannende Neuheiten. Hat nämlich einen seitlich verschiebbaren Mähteller. Wir testen ihn heute und vergleichen ihn mit dem Dreamy A1 Pro. Welcher von den beiden besser ist, zeigen wir euch heute. Viel Spaß! Da haben wir ihn, den Dreamy A2 Mähroboter. Sieht aus wie seine beiden Vorgänger, wie der A1 und wie der A1 Pro. Da hat sich äußerlich eigentlich gar nichts verändert. Im Vergleich zum A1 Pro haben wir eine andere Farbe, die vom A1. Das ist alles gleich. Zum Lieferumfang gehört einmal die Station, beziehungsweise eben die Bodenplatte. Dann haben wir hier die Station. Einmal ganz typisch einen großen Quickstart Guide und kommt doch einmal näher. Haben wir hier das Zubehör, einmal mit Netzteil, Erdnägeln, Bürste, Ersatzmesser und Bedienungsanleitung. Und wartet mal ganz kurz einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, wie versprochen, hier der Dreamy A1 Pro. Uiuiui. So, da haben wir die beiden Modelle direkt nebeneinander. Ich habe euch nicht angelogen, sie sind nahezu identisch. Die Farbe ist natürlich ein Unterschied, das erkennt man sofort. Die Stopptaste ist geblieben. Hier geht auch zweimal die Klappe auf. Hier unten drunter sieht es ebenfalls gleich aus. Wir haben ein Display, 4 Bedienknöpfe und ein Drehrad. Dann haben wir hier vorne den OmniSense Laser, sage ich jetzt mal. Der ist eben für die Navigation und für die Hinderniserkennung zuständig. Denn die beiden Modelle kommen ohne RTK GPS aus, das heißt der Aufbau ist ein bisschen schneller. Und beim Dreamy A2 haben wir zusätzlich noch eine 1080p Kamera, die bei der Hinderniserkennung und bei der generellen Orientierung im Garten helfen soll. Wir schauen mal auf die Unterseite. Oh. So. Auch hier gibt es eigentlich keinen Unterschied. Beide Modelle haben einen mittig platzierten Drehteller mit jeweils 3 Klingen. Aber die Besonderheit beim A2 ist, der kann sich auch seitlich verschieben. Das klappt jetzt hier gerade nicht. Mal schauen, ob es im Test funktioniert. Das ist das Edgemaster-System. Das soll am Rasenrand für ein noch besseres Mähergebnis sorgen. Ansonsten haben wir eben 2 Antriebsräder und 2 kleinere Räder für die Navigation. Außerdem, ganz praktisch, hat der A2 hier hinten noch einen Haltegriff. Den hat der A1 Pro nicht. Wenn ihr mehr zum A1 Pro wissen wollt, den haben wir ebenfalls getestet. Dazu gibt es natürlich auch ein Video. Das verlinken wir euch hier oben. Und wenn wir schon bei den Formalitäten sind, drückt doch gerne auf die Glocke und abonniert uns. Darüber freuen wir uns sehr. Wir bauen jetzt mal den A2 auf. So, das war der Aufbau der Ladestation. Die war, wie erwartet, kinderleicht und war schnell erledigt. Einfach die Station an den Wunschort setzen, mit den Erdschrauben festschrauben, die Bürste einsetzen und den Strom anschließen. Wenn alles perfekt läuft, ist es so wie bei uns, dann leuchtet das kleine Lämpchen hier oben blau. Wir haben jetzt den A2 schon in die Station gesetzt und starten jetzt mal mit der Einrichtung in der Dreamy App. Ich habe jetzt hier schon so ein kleines Menü, wo ich ein paar Einstellungen machen kann. Aber ich will ihn natürlich zur App hinzufügen. Das heißt, in der Dreamy App auf den Hinzufügen-Button klicken und dann den QR-Code hier unten im Deckel scannen. Jetzt hat er ihn. Halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, also einmal den Drehknopf 3 Sekunden lang drücken, um ihn in den Bluetooth-Modus zu versetzen. So, er verbindet sich mit dem WLAN. Das hat wohl geklappt. Ich mache hier schon mal zu. Weil sobald das Einrichten abgeschlossen ist, zeige ich euch, wie man erfolgreich kartiert. Das hat jetzt geklappt, abgeschlossen. Und da ist der A2, er ist mit 78% Akkuladung gekommen. Ist immer sehr gut, das heißt, er ist sofort einsatzbereit. Und jetzt gehen wir dran, unseren Garten zu kartieren. So, wir starten jetzt die Kartierung mit dem A2. Einfach in der App auf das Gerät klicken und dann seht ihr hier, es ist noch keine Karte erstellt. Jetzt klicken wir auf Kartenerstellung starten und jetzt können wir auch die Station verlassen.
Und jetzt wird er wahrscheinlich sich ein bisschen orientieren. Das dauert jetzt dann ein bisschen. Und dann können wir loslegen, über die Ränder zu fahren. Wir haben jetzt erstmal nur einen kleinen Teil von unserem Garten kartiert. Später bei der automatischen Kartierung machen wir dann alles. Jetzt wie bei Dreamy üblich noch einen Pfad erstellen, weil eben die Station außerhalb der Mähfläche liegt. So, jetzt wird man hier sogar durch die App geführt. Können wir alles überspringen, zeige ich euch gleich. Wir lassen ihn jetzt mal in die Station fahren. Und, ne, wisst ihr was, ich zeige euch einfach die App jetzt, wenn wir schon dabei sind. Also, wir haben hier einmal den Hauptbildschirm mit der Karte, in der die Mährichtung angezeigt wird. Wir sehen, wo der Mähroboter ist und wo die Station ist. Hier unten kann man den Mähvorgang starten oder ihn eben in die Station zurückfahren lassen. Oben links sieht man einmal die Verbindung für Bluetooth, WLAN und Mobil. Darunter kann man auswählen, was gemäht werden soll. Einmal das gesamte Gebiet, nur die Begrenzung, eine bestimmte Zone, ein bestimmter Punkt oder ob man eben manuell mähen will, also ob man ihn steuert am Handy und dann dabei mäht. Man kann Zeitpläne erstellen, man kann die Karte bearbeiten, man kann sich sogar eine 3D-Karte anzeigen lassen und auf die Kamera zugreifen. Das zeigen wir euch auch mal im Video auf jeden Fall. Also wie man es von Dreamy kennt, man kann einmal die Mäheffizienz einstellen von Standard und Effizient, also ob er schneller oder langsamer mäht. Die Mähhöhe von 3 bis 7 cm lässt sich einstellen. Man kann einstellen, ob er am Ende, wenn er mit dem Mähvorgang fertig ist, ob er dann nochmal über die Ränder mäht. Das Edgemaster-System aktivieren oder nicht. Die Hindernisvermeidung, die Genauigkeit der Hindernisvermeidung, welche Größe an Hindernissen er schon erkennen soll, ob die 15, 15 oder 20 cm groß sein sollen. Und ob eben die KI Hindernisvermeidung für bestimmte Gegenstände oder für Menschen oder Tiere aktiviert sein soll. Das kann man hier an- oder ausschalten. Man kann einen Diebstahlalarm aktivieren, also wenn er hochgehoben wird, wird ein Alarm ausgelöst. Man kann die PIN ändern. Es gibt wirklich sehr viele Einstellungen, aber insgesamt ist die App gut gestaltet. Man findet sich schnell zurecht, wie man es von Dreamy eben kennt. Und jetzt geht's ans Mähen. So, er fährt jetzt aus seiner Station. Jetzt wird er sich wieder ein paar Augenblicke orientieren. Und man kann jetzt in der App eben live nachverfolgen, kann man den Mähroboter auf der Karte sehen und eben unten wird mit diesem Balken, der gleich erscheint, der Mähfortschritt angezeigt. Und er fährt seine erste Runde. Der Dreamy A2 fährt jetzt gerade den Rand nach dem ersten Mähvorgang ab. Auf der Fläche ist alles wunderbar, es ist so, wie man sich vorstellt. Ja. Der Mähroboter fährt in systematischen Bahnen, kommt gut auf der Fläche zurecht, kommt mit den hohen Kanten zurecht, der fährt sich nirgends fest, also alles so, wie es sein sollte. An den Rändern das Edgemaster-System, ja, es liefert bessere Ergebnisse. Ich würde sogar sagen, das Beste, was wir bisher beobachten konnten. Das sieht man jetzt auch hier ganz gut. Er hat hier wirklich lange Halme weggemäht, die vorher stehen gelassen wurden von anderen Tests. Aber jetzt hier wirklich die letzten 5, 6, 7 cm bis zum tatsächlichen Rand, die sind ihm leider doch stehen geblieben, obwohl sich der Mähteller verschoben hat oder verschieben kann. Das kann man in der App einstellen. Man kann in der App auch einstellen, ob die Kante noch mal zusätzlich gemäht werden soll, wenn er auf der Fläche eben fertig ist. Das macht er jetzt gerade und dann fährt er noch mal 2 extra Runden nur für den Rand. Also er sorgt schon für das beste Mähergebnis am Rand. Auf der Fläche ist er auch sehr gut, aber wirklich perfekt, so wie man es sich wünschen würde, funktioniert es leider nicht. Vor allem an den Rundungen und an höheren Kanten, wo er eben nicht drüber fahren kann. Trotzdem ist es wirklich ein gutes Ergebnis. So, machen wir mal kurz Pause. Wie ihr gesehen habt, hat er den Tennisball auf der Bahn jetzt gerade nicht erkannt. Davor hat er ihn aber gut erkannt, ist ungefähr 10 cm davor stehen geblieben, ist umgedreht und hat in die andere Richtung weitergemäht. Mit den anderen Hindernissen, also den kleinen und den großen Hütchen und dem Schaumstoffball, hatte er überhaupt keine Probleme. Er hat alles erkannt, er ist wunderbar zurechtgekommen. Das Schlimmste war mal, wenn er beim Wenden ein Hütchen mal touchiert hat und es so ein paar Zentimeter verschoben hat. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Also Hinderniserkennung sehr gut. Die Kamera, die er vorne installiert hat, die hilft ihm schon ordentlich weiter im Vergleich zu den anderen Modellen.
Denn alle hatten Probleme mit dem Tennisball, außer der Mova 600. Das Video verlinken wir euch ebenfalls. Der war da sehr gut, der hat den Tennisball nicht überfahren, hat ihn mal touchiert. Der hat aber keine Kamera und ist deutlich günstiger als der Dreamy A2. Also in Sachen Hinderniserkennung ist der auf jeden Fall sehr gut. Jetzt lassen wir mal weitermachen, mal gucken, wie der Test so weitergeht. Okay, also was jetzt glaube ich deutlich wurde ist, wenn er zentral auf ein kleines Hindernis zufährt, dann erkennt er es ganz gut. Wenn es ein bisschen seitlich versetzt ist, also er nur mit den Rändern es touchiert oder nur mit den Rändern drüber fahren würde, dann fährt er drüber, erkennt es nicht so gut. Das könnte besser sein, aber alles in allem erkennt er den Tennisball immerhin die Hälfte der Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Im Gegensatz zu den anderen Modellen, die eigentlich mehr drüber gefahren sind, außer eben der Mova. Was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, man kann auf die Kamera des Dreamy A2 aus der Ferne zugreifen, so wie wir es hier gerade machen. Und man kann sogar über den Mähroboter sprechen. Das probieren wir auch mal aus. Ich drücke jetzt hier auf Sprache. Jetzt wird die Verbindung hergestellt. Hallo zusammen. Mit ein bisschen Verzögerung kann man über den Dreamy A2 auch sprechen. Witzig. Das war unser Test mit dem Dreamy A2. Man muss ganz klar sagen, es ist einer der besten Mähroboter 2025, wenn nicht sogar der beste. Er zeigt auf der Fläche eine hervorragende Leistung und dank seinem Edgemaster Cutting System ist er auch der beste Mähroboter, den wir bisher getestet haben, der an der Kante mäht. Hinzu kommt eine einfache Einrichtung. Ja, die Station ist schnell aufgebaut und mit der App hat auch alles wunderbar funktioniert. Nachteil waren in unserem Test, dass die automatische Kartierung leider nicht funktioniert hat. Da hat er eben das Nachsehen im Vergleich zum Beispiel mit dem Eufy E18, der auch ein sehr gutes Gesamtergebnis bekommen hat. Dafür hat der Dreamy A1 Pro die Möglichkeit, eine automatische Kartierung durchzuführen. Überhaupt nicht. Also hier kann man es zumindest mal probieren. Wie das so bei euch ist, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Außerdem kostet der A2 stolze 2.499 € UVP. Das ist schon eine Ansage, vor allem wenn man bedenkt, dass es viele Mähroboter-Marken gibt, die Modelle für unter 1.000 € im Angebot haben. Zum Beispiel Segway Navimo oder der Mova 600. Ja, aber dafür bekommt man eben einen topmodernen Mähroboter mit der neuesten Technik, mit einer sehr guten Hinderniserkennung. Er hat auch mal den Tennisball regelmäßig erkannt, ist drum herumgefahren, aber leider auch nicht immer. Ja, also es wird ein sehr guter Mähroboter. Punkt aus. Wenn ihr wissen wollt, wie der Dreamy A1 Pro im Detail abgeschnitten hat, was er vielleicht besser oder was er eben schlechter gemacht hat, dann klickt hier. Hier ist das Video dazu. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert uns, drückt die Glocke, damit ihr Videos wie diese nicht verpasst in Zukunft und bis bald. Ciao.